Schnitzel. Oder knusprige Pommes, Falafel, Chicken Nuggets oder frittierte Hähnchenteile. Donuts, Schnitzel. Das hatte ich doch schon, oder? Diese ganzen Köstlichkeiten haben alle eins gemeinsam. Die Gemeinsamkeit ist, diese Sachen werden frittiert. Frittieren ist eigentlich ganz einfach. Ein paar Dinge musst du beachten. Was genau, das zeige ich dir in diesem Video, wenn du dran bleibst. Ja, was bedeutet eigentlich frittieren? Neben dem Braten, Kochen, Backen gehört Frittieren zu den häufigsten Garmethoden für Lebensmittel. Vereinfacht ausgedrückt werden die Lebensmittel für kurze Zeit bei hohen Temperaturen in ein heißes Ölbad getaucht, dabei gewendet, bis sie den Garpunkt erreicht haben, außen schön knusprig sind, was den meisten Menschen gut schmeckt. Apropos Ölbad, zum Frittieren brauchst du nicht viel, das entsprechende Lebensmittel, eine Fritteuse und dann brauchst du natürlich auch noch Öl. Und was das richtige Frittieröl ist, was ich nehme, manche sind gut geeignet, manche eher nicht, zeige ich dir jetzt. Da das Frittieren bei relativ hohen Temperaturen stattfindet, besticht ein gutes Frittieröl durch zwei hauptsächliche Eigenschaften. Zum einen sollte es einen hohen Rauchpunkt haben, 220, 230 Grad, damit es sich nicht entzündet. Und da das Frittiergut einen nicht unerheblichen Teil von dem Fett aufnimmt beim Frittieren, sollte es möglichst geschmacksneutral sein. Und dann gibt es das Frittierfett. Wenn ich zum Beispiel mal belgische Pommes mache aus Bintje-Kartoffeln, dann verwende ich ausschließlich Rinderfett dafür. Die Pommes werden vorfrittiert, 5 Minuten rausgeholt. Das Fett heizt sich auf in der Zeit, die Pommes garen weiter. Dann frittiere ich das Ganze zu Ende auf 170 Grad, schön mit Soße, knusprig. Was meint ihr, wie toll das schmeckt? Und dann habt ihr bestimmt im Laden gesehen, da gibt es so spezielles Frittieröl. Das besteht meistens aus mehreren Komponenten, ist raffiniert, also industriell hergestellt, hat den Vorteil, hat einen sehr hohen Rauchpunkt, kannst du öfter verwenden. Allerdings ist da auch Palmöl mit drin, das mag ich nicht so, das ist auch nicht so gesund. Das ideale Frittieröl für den Haushalt ist meiner Meinung nach Rapsöl. Rapsöl ist auch das, was ich benutze. Es hat genauso wie Sonnenblumenöl einen relativ hohen Rauchpunkt, das ist geschmacksneutral, das ist auch bedeutend gesünder und besser verträglich und außerdem ist es auch noch sehr kostengünstig und deswegen kaufst du Rapsöl. Ja, und jetzt erfährst du noch, wie oft man Frittieröl eigentlich verwenden sollte, wie man es zwischendurch lagert und vor allem, wie man es richtig entsorgt. Je öfter Frittieröl verwendet wird, desto mehr verliert es von seinen Frittiereigenschaften. Es kann irgendwann gesundheitsschädliche Stoffe entwickeln, es kann sich sogar entzünden und es riecht irgendwann ranzig und schmeckt nicht, das isst du besser nicht. Mach es selber. Und wie lange du ein Frittieröl verwenden kannst, hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Was nimmst du für Frittieröl, was frittierst du damit, wie lange und wie lagerst du es. Aber es gibt ja noch eine Faustregel für zu Hause. Ein Frittieröl verwendest du am besten genau 3 Mal. Und dann ist es wichtig, dass du das Frittieröl richtig lagerst. Richtig lagern bedeutet, du tust es erkalten lassen, absieben, am besten mit so einem feinen Sieb oder einem Mulltuch, verschließ es in so ein Glas mit Schraubverschluss und lagere es am besten im Kühlschrank, bis du das nächste Mal wieder frittierst. Und irgendwann ist das beste Frittieröl mal Frittieröl gewesen. Dann stellt sich die Frage nach der Entsorgung. Und am besten entsorgst du altes Frittieröl, indem du es zurück in die Flasche gibst und verschraubst. Und kleine Mengen kannst du im Restmüll entsorgen. Ansonsten, manche Gemeinden haben so Wertstoffhöfe. Da kannst du Altöl entsorgen lassen. Auch Frittieröl kostet nichts. Was du aber auf keinen Fall machen solltest, schütte es bloß nicht in die Toilette. Das belastet die Kanalisation, sorgt für Verstopfung und ist wirklich nicht gut. Ja, bestimmt kennt ihr den Spruch, heiß wie Frittenfett. Das ist beim Frittieren auch zutreffend. Das Öl muss nämlich heiß genug sein. In den meisten Fällen liegt die optimale Betriebstemperatur des Öles bei 160 bis 180 Grad. Und das ist auch ganz wichtig, dass ihr nicht zu viel reintut, zum Beispiel Pommes, weil wenn ihr das macht, dann senkt ihr die Temperatur des Öles hinab auf, sagen wir mal, 120 Grad. Dann wird das Ganze nicht mehr frittiert, sondern gekocht. Das saugt sich mit Öl voll, wird alles andere als knusprig und schmeckt dann nicht. Und was viele vergessen ist, Fett ist nicht nur zum Frittieren sehr gut geeignet, sondern es ist auch ein ausgezeichneter Geschmacksträger.
Wenn du zum Beispiel Fisch frittierst und du machst danach Pommes, dann schmecken die Pommes nach Fisch. Wenn du Fisch frittierst und du machst Hähnchenschenkel und dann Pommes, dann schmecken die Pommes nach eigentlich überhaupt nicht. Und damit das nicht passiert, solltest du Frittieröl niemals für unterschiedliche Lebensmittel verwenden. Ja, damit das Frittieren zum Erlebnis wird, brauchst du natürlich noch eine ganz wichtige Sache. Und was ist das? Nämlich eine Fritteuse. Im Prinzip hast du dazu 3 verschiedene Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1 ist eine Heißluftfritteuse. Diese funktioniert, wie der Name schon sagt, mit heißer Luft und sehr wenig Öl. Gut geeignet für figurbewusste Menschen, die trotzdem nicht auf Frittiertes verzichten möchten. Ganz ehrlich, Leute, meiner Meinung nach, ich habe das probiert, mir schmeckt das überhaupt nicht. Das ist wie wenn du dir einen Sportwagen mit Elektroantrieb holst, den holst du dir wegen dem Sound und nicht, weil er elektrisch ist. Bleiben wir bei elektrisch. Die Möglichkeit 2 ist eine Elektrofritteuse. Funktioniert ganz einfach. Du stellst die Temperatur ein, die gewünschte, die Zeit, wie lange es braucht, gibst das Öl hinzu. Wenn das Öl die Betriebstemperatur, die optimal erreicht hat, geht das Lämpchen aus. Gib zum Beispiel die Pommes hinein, frittiere sie, genieße sie und Möglichkeit 3 ist das Frittieren in einem Topf. Das Frittieren in einem Topf ist Frittieren ohne viel Schnickschnack. Alles, was du brauchst, ist ein Topf. Den gibst du auf den Herd, gibst da Frittieröl oder Frittierfett hinein, erhitzt es auf die gewünschte Betriebstemperatur und fängst an zu frittieren. Aber wie weiß man, wann das Öl heiß genug ist? Das kann man mit der Holzstäbchen-Methode bestimmen. Das funktioniert ganz einfach. Du nimmst ein Holzstäbchen, hältst es in das heiße Öl hinein, wenn du meinst, es ist heiß genug. Wenn es Bläschen wirft, das Holz oder beziehungsweise das Öl, dann ist es heiß genug. Mir persönlich ist das zu unsicher. Ich nutze so ein Grillthermometer, das klappe ich auf und halte es hinein. Und wenn die gewünschte Betriebstemperatur erreicht ist, fange ich an zu frittieren. Noch besser ist es, habe ich leider nicht, du nutzt ein sogenanntes Frittierthermometer. Schon krass, was es so alles gibt. Frittierthermometer. Meine lieben Kochfreunde, das war's für heute. Das war meine kleine Anleitung zum Frittieren. Ich habe noch eine Bitte, wenn euch noch was Gutes einfällt. Ich mag Frittiertes und esse es für mein Leben gerne. Bin dankbar für Tipps. Schreibt es in die Kommentare. Das sage ich euch nicht, damit einfach irgendwas in die Kommentare drin steht. Ich freue mich wirklich über gute Tipps, denn auch ich lerne jeden Tag gerne dazu. Bis zum nächsten Mal. Euer Matti.